Herzlich willkommen zu einem weiteren Film aus dem Führerhaus. Heute nehme ich euch mit nach Dover. Viele Fahrer kennen diesen Ort nur als Hafen, von den Fähren, aus Filmen oder von Warten auf die nächste Überfahrt nach England oder zurück nach Frankreich. Aber Dover ist mehr als nur ein Hafen. Vor vielen Jahren war ich mit meinem LKW oft unterwegs nach England. Damals gehörten England-Touren für viele Fahrer noch ganz selbstverständlich zum Alltag. Und manchmal brachte einen diesen Beruf an Orte, die man sonst vermutlich nie besucht hätte. Auf einer dieser Touren hatte ich plötzlich einen ganzen Tag Pause in Dover. Wegen Aufwand stand der Transport still. Keine Entladung, keine Weiterfahrt, einfach warten. Und genau an solchen Tagen merkt man, das Leben als Fernfahrer besteht nicht nur aus Autobahnen, Raststätten und Termindruck. Manchmal hat man plötzlich Zeit. Zeit in einer fremden Gegend. Zeit irgendwo weit weg von zu Hause. Und genau an diesem Tag entschied ich mich, das Castle of Dover zu besuchen. Dover selbst ist ein besonderer Ort. Wenn man mit der Fähre in England ankommt, sieht man oft zuerst die berühmten weißen Kreidefelsen. Für viele Fahrer war das bestimmt immer ein spezieller Moment. Nach stundenlanger Fahrt durch Belgien oder Frankreich wusste man, jetzt ist England nicht mehr weit. Wir fuhren aus der Schweiz meist über Luxemburg. Dort konnte man nochmal günstig Diesel tanken, bevor es weiterging über Namur, Mons und Richtung Lille und Calais. Diese Strecke war etwas länger, aber deutlich günstiger, weil die Autobahngebühren in Frankreich damals wirklich teuer waren. Schon vor Calais sah man in den Dünen die Camps und Zelte der Flüchtlinge. Solche Bilder sah man damals schon unten in Griechenland. Menschen unterwegs, alle mit dem gleichen Ziel, England. Wenn ich genug Bilder von meinen Griechenland-Touren finde, werde ich euch diese Geschichte vielleicht auch mal erzählen. Man hatte Tickets ohne festes Zeitfenster. Man fuhr einfach in den Hafen und nahm die nächste Fähre, die man noch erwischte. Nachts war die Überfahrt oft günstiger als tagsüber. Die Fähre brauchte zwar länger als der Eurotunnel, aber ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Die Fähre war günstiger. Und ganz ehrlich, ich fand die Überfahrt mit der Fähre immer wesentlich angenehmer als diesen Zug durch den Tunnel. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Früher war der Hafen von Dover für viele Fahrer fast wie ein kleines internationales Trökertreffen. Man hörte Polnisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch oder irgendwo ein fröhliches Hola. Jeder wartete auf seine Fähre oder kam gerade von einer langen Tour zurück. Das Castle of Dover thront hoch über dem Hafen. Wenn man dort oben steht und hinunter auf den Ärmelkanal blickt, sieht man die Fähren ein- und ausfahren, die weiße Kreidefelsen, den Hafen, die Straße Richtung London. Und genau dort merkt man plötzlich, wie wichtig dieser Ort schon seit Jahrhunderten war. Das Castle blickt auf eine unglaublich lange Zeitgeschichte zurück. Bereits die Römer errichteten hier einen Leuchtturm. Teile davon stehen heute noch, immer innerhalb der Burganlage. Später wurde Dover zu einem der wichtigsten Verteidigungspunkte Englands. Nicht ohne Grund nennt man Dover oft the Key of England, also den Schlüssel zu England.
Wer Dover kontrollierte einen der wichtigsten Zugänge zur Insel. Wenn man durch die alten Mauern läuft, durch die engen Gänge und Höfe, spürt man richtig, hier ist Geschichte geschrieben. Und gleichzeitig fahren unten moderne Lastwagen aus ganz Europa in den Hafen. Vergangenheit und Gegenwart treffen dort irgendwie direkt aufeinander. Besonders beeindruckend fand ich die Tunnelanlagen unter dem Kessel. Während des Ersten Krieges und dem Zweiten Weltkrieg wurde tief unter der Burg ein riesiges Tunnelsystem gebaut. Von dort aus kontrollierte das Militär die Verteidigung Englands. Im Zweiten Weltkrieg spielte dieser Tunnel eine wichtige Rolle bei der Evakuierung von Dünkirchen. Von hier aus wurden Schiffe und Rettungsaktionen organisiert, um tausende Soldaten aus Frankreich zurück nach England zu bringen. Wenn man dort unten durch die Gänge läuft, spürt man plötzlich, wie beängstigend so eine Bedrohung des Krieges ist. Heute fahren unter dem Kessel moderne Lastwagen aus ganz Europa Richtung Hafen oder in Richtung England, sprich London. Nichts erinnert auf den ersten Blick an diese schlimme Zeit. Und trotzdem sieht man in England oft heute die roten Mohnblumenabzeichen. Diese Poppies erinnern an die gefallenen Soldaten der beiden Kriege. Besonders rund um den sogenannten Remembrance Day tragen viele Menschen diese kleinen roten Blumen an ihrer Kleidung. Genau solche Dinge bleiben einem oft auf solchen Touren in Erinnerung. Nicht nur die Straße oder die Arbeit, sondern auch die Geschichte und die Kultur eines Landes. Ich finde deshalb schon, dass dieser Besuch auf dem Kessel einer der besonderen Momente meiner England-Touren war. Die Einfahrt mit der Fähre in den Hafen und später die Abfahrt mit dem LKW aus dem Bauch der Fähre, das fand ich immer einen sehr besonderen Moment. Auf dieser Tour war ich eigentlich nur wegen der Arbeit dort. Aber plötzlich stand man an Orten, die man sonst vielleicht nie gesehen hätte. Der Beruf brachte mich nach Schottland, England, Frankreich, Griechenland, Norwegen, Schweden und so weiter. Und manchmal waren genau diese ungeplanten Pausen die Momente, die einem bis heute in Erinnerung bleiben. England-Touren waren damals ohnehin etwas Besonderes. Allein schon der Linksverkehr war anfangs sehr ungewohnt. Vor allem in Kreisverkehren musste man konzentriert bleiben. Dazu kamen Zollformalitäten, Fähren und oft lange Wartezeiten im Hafen oder am Zoll. Am Zoll oder im Clearance Center musste man lange auf die Ein- oder Ausfuhr warten. Die Papiere mussten nach London geschickt werden, wurden dort bearbeitet und kamen dann wieder zurück nach Dover. Man musste die Papiere dann aber wirklich genau kontrollieren. Nahm man die falschen Papiere mit, stand man dann bei der Einfuhr in die Schweiz wie bedröppelt an der Grenze. Wenn man von der Rückfahrt kam, also von England nach Hause fahren wollte, kam es vor, dass die im Hafen gestreikt haben und man stundenlang auf der Autobahn ausharren musste, bis es wieder weiterging. Wie lange man dort stehen würde, wusste man nie. Darum musste man immer genug Essen und Getränke dabei haben. Heute läuft vieles digitaler und organisierter ab. Damals war vieles noch viel improvisierter. Aber man sprach mit anderen Fahrern, tauschte Informationen aus, fragte nach dem schnellsten Weg oder nach guten Truckstops. Auch die englischen Raststätten hatten ihren ganz eigenen Charakter. Viele Fahrer mochten England-Touren gerade wegen dieser besonderen Atmosphäre. Andere hassten sie wegen der Staus,
Wartezeiten oder wegen des Wetters. Aber langweilig wurde es eigentlich nie. Ein Truckstop zwischen Dover und London, ich glaube bei Ashford, organisierte damals einmal im Monat eine ziemlich berühmte Erotikshow nur für die Fahrer. Ich kenne tatsächlich Fahrer, die auf dem Rückwärts bereits alle Zollformalitäten in Dover erledigt hatten und dann nochmals zurückfuhren, nur um diese Show anzusehen. Die nächste Fahrt wartete ja bestimmt. Wenn ich heute meine alten Bilder aus Dover anschaue, merke ich, wie stark die Transportwelt sich verändert hat. Vieles wurde moderner, effizienter und schneller. Aber gleichzeitig verschwand auch ein Teil dieser alten Fernfahrerwelt. Die langen Fernfahrten, die Gespräche im Hafen, die spontane Begegnungen unterwegs. Und besonders diese Begegnungen mit den Menschen dort vermisse ich manchmal wirklich sehr. Nicht nur die Gespräche mit anderen Fahrern, sondern allgemein die Begegnungen unterwegs. Auf solchen Touren hatte man selten einen ganzen Tag an einem Ort zu verweilen. Man war ja nicht im Urlaub, man war ja bei der Arbeit. Und trotzdem, genau deswegen hatte man diesen Beruf oft gewählt, um ferne Länder zu sehen, andere Kulturen kennenzulernen, Menschen zu begegnen und unterwegs etwas von der Welt mitzunehmen. Und trotzdem bin ich froh, diese Zeit miterlebt zu haben. Dieser Beruf brachte mich an Orte, die ich sonst vermutlich nie gesehen hätte. Nicht als Tourist, sondern mitten aus dem echten Leben heraus. Und genau deshalb verbinde ich mit den Orten wie zum Beispiel Dover mit der Arbeit, sondern auch an schöne Erinnerungen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, seid ihr schon mal mit dem LKW nach England gefahren oder wart ihr schon mal in Dover? Und welche Orte oder Begegnungen habt ihr durch euren Beruf kennengelernt, die euch bis heute in Erinnerung geblieben sind? Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn euch solche Geschichten aus dem Führerhaus gefallen, freue ich mich natürlich über ein Like und ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos auf diesem Kanal verpasst. Bis zum nächsten Video.